Universum, ein Raum von unendlichem Potenzial. In diesem Video möchte ich mit dir eine Seelenreise teilen. Es geht um Quantenverschränkung, um Zeitreisen und um Aufwachen in anderen Realitäten. Hi, mein Name ist Marco Lorenz. Ich bin Bewusstseinscoach und Bewusstseinsforscher und in diesem Video möchte ich mit dir einen Erfahrungsbericht teilen von einer Seelenreise, die ich gehabt habe. Ich habe dafür extra mein Traumtagebuch genommen und diese Seelenreise ist so heftig gewesen. Ich habe sie sehr lange Zeit nicht mit niemandem darüber gesprochen, weil es einfach sehr heftig war. Ja? Und weil ich mir immer dachte, so manche Leute werden mich für verrückt erklären, wenn ich ihnen erzähle, was da drin vorgeht. Aber ich habe in einem der letzten Videos erklärt oder gesagt, dass ich bereit bin, auszupacken und mein ganzes Buch ist voll mit solchen krassen Erfahrungen. Ich schreibe mittlerweile auch nur noch die heftigen Erfahrungen auf und deswegen freue dich auf das, was gerade geschehen wird. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr bewusstseinserweiternd und sehr, sehr heftig werden. Ja. Bevor ich dir diese Seelenreise vorlese, möchte ich dich darum bitten, wie du vielleicht weißt, habe ich Anfang des Jahres meine beiden Hände gebrochen. Ich hatte einen schweren Motorradunfall und konnte mehrere Monate kein YouTube-Video produzieren und dadurch ist der Algorithmus, der hat einfach meinen Kanal genommen und gekickt sozusagen und deswegen werden meine Videos nicht mehr so gut gesehen wie früher. Und deswegen würde ich dich bitten, die Bewusstseins-Community wieder zum Leben zu erwecken und mit zu unterstützen, indem du mir einfach 1 oder mehrere Kommentare unter dem Video schreibst und das Video likest und eventuell an deine Freunde teilst. Das wäre eine riesengroße Hilfe, meine Arbeit zu unterstützen. Gut, dann würde ich sagen, starten wir direkt mit der Seelenreise. Das ist geschehen am 6.12.2021. Ich habe hier geschrieben, dass ich eine Schlafunterbrechung gemacht habe und vorher 4 bis 6 Stunden ungefähr meditiert habe, bevor ich geschlafen habe. Ja. Es geht in dieser Seelenreise, meine Stichwörter waren Universum, Quantenverschränkung, Zeitreise, andere Realität. Ja. Das Ganze fing damit an, dass ich in dem kleinen Dorf, wo ich aufgewachsen bin, das Dorf nennt sich Kreševo, das ist in Bosnien, und dort bin ich aufgewacht und bin auf einmal dort marschiert und gehe dort so wie in einem typischen Traum einfach unbewusst einfach die Straße entlang. Ich wusste noch, okay, ich bin hier, was mache ich hier? Aber ich war noch so im subtilen Traum. Plötzlich treffe ich dort jemanden. Und dieser Mann kommt und redet mit mir. Und plötzlich fällt dieser Mann einfach auf den Boden und steht wieder auf und geht weiter. Aber diese Situation war so ohne Sinn, dass ich durch diese Situation luzid geworden bin, weil es geschieht immer so, wenn etwas geschieht und es ergibt keinen Sinn, dann fängt der kritische Verstand an, sich zu aktivieren und auf einmal bist du luzid. Ja. Und auf einmal war ich luzid in diesem Traum, aber es war eher dann kein Traum mehr. Es war eher eine Art Astralreise und doch keine Astralreise. Es war eher ein hochgradig bewusster Traum, wo ich selbst mit vollem Bewusstsein alles lenken konnte. Dann habe ich auf der linken Seite das Haus gesehen von meiner Oma. Ja. Und ich gehe dann zu diesem Zaun und plötzlich schaue ich nach oben und dahinter war noch ein anderes Haus, das hat so eine Glasfront gehabt. Und da war jemand, ich lese mal vor, da war ein Fenster und eine Frau mit einem weißen Gewand. Ich schaue sie an. Es war eine Art Hypnose, sie anzusehen. Irgendwie bin ich in so eine Trance hineingekommen. Irgendwas ist geschehen. Die hat irgendwas mit mir gemacht. Ich weiß nicht was, aber es war wie so der Moment bleibt stehen und du fällst in Hypnose. Also diejenigen, die mal hypnotisiert wurden, wissen, wovon ich rede. Also du bist in so einem Trance-Zustand, wo einfach mal die Welt nicht mehr wahrnimmst, sondern nur noch diesen Augenblick. Ja. Oder denkst nicht mehr nach. Und so war das. Und plötzlich ist da jemand gekommen und hat mich dann wieder rausgeholt aus der Hypnose und ich bin dieser Person nachgegangen und ich bin dann über den Zaun gestiegen und wir beide sind dann in das Haus hineingegangen von meiner Oma. Ja. Aber es war eher das Haus dahinter,
Aber das war irgendwie verbunden mit dem Haus von meiner Oma und wir sind dann in das andere Haus dahinter rein und dann habe ich ihr gesagt, dass ich mich hier auskenne, weil ich bin dort aufgewachsen. Wir haben damals gelebt und wir sind dann sozusagen durch diesen Gang durch in das Haus. Es hat ein bisschen anders ausgesehen und da war dann ein größeres Wohnzimmer. Und im Wohnzimmer war irgendwie eine Tür und diese Tür hat nach unten in den Keller geführt, obwohl da aber in Wirklichkeit kein Keller war. Ja. Auf jeden Fall sind wir dieser Keller rein, aber es war ich lese vor, es war eine Art Erinnerung. Ich wusste, ich bin in einer anderen Parallelrealität und wenn ich da runtergehe, ist etwas dort, eine Art Portal und das wollte ich ihr zeigen. Ja. Und plötzlich hören wir einen Nachbarn, der da auf das Haus aufpasst, als wir unten waren, wie er die Tür aufmacht und im Wohnzimmer mit irgendwelchen Leuten läuft. Ja. Und wir waren dann unten und haben dann nicht mehr gewusst, wie wir rauskommen, weil ja, wir haben ja eigentlich eingebrochen. Ne? Dann ist Folgendes passiert, ich höre, wie er eine Hausführung macht mit den Leuten und wir gehen dann rauf und bei diesem Bogen, da war so ein Bogen, also die Stiege geht so im Kreis runter, dann war so ein Bogen, wie so ein Zwischengeschoss und da war eine Bank mit einer Wand vor dieser Bank, mit einer so geraden Wand und dann geht die Stiege wieder runter und wir stehen dort bei dieser Bank und ich setze mich dann am Gang vor dem Wohnzimmer hin, also auf diese Bank und warte. Die Leute wollen, dass ich gehe. Ich sage nein, ich bleibe sitzen und werde jetzt eine Zeitreise indizieren. Und das war eine sehr verrückte Situation, weil mit denen habe ich selbst nicht gerechnet, dass ich das kann. Ich bin auf jeden Fall da gesessen, vor mir war diese weiße Wand und vielleicht kennst du den Film Butterfly Effect. Ja? Und in dem Film Butterfly Effect ist es so, dass er etwas liest und während er liest, fängt alles an zu vibrieren und dann macht es BOOM und er verschränkt sich in sich selbst und wacht in einer anderen Realität auf. Und so war das hier genauso. Ich lese einfach vor. Ich bleibe sitzen und wollte eine Zeitreise indizieren. Ich blicke zur Wand, dann zu jedem und alle haben komischerweise einen Mundschutz auf. Ich blicke wieder zur Wand, die Leute sind irgendwie angepisst, dass ich noch da bin. Ich wusste, dass ich gerade nicht hier sein soll, da dies nicht meine Realität ist. Ich blicke zur Wand, plötzlich bekommt sie Risse, also sie hat Risse bekommen, ähnlich wie bei dem Film Butterfly Effect. Plötzlich verformt sich die Realität, alles fängt zu zittern und zu vibrieren an, die Wand verschwindet und das Universum taucht hinter dieser Wand auf und ein Portal entsteht in dieser Wand. Es wird immer intensiver und immer intensiver. Ich realisiere, ich bin wie Neo in dem Film Matrix. Ich habe die Superfähigkeit, durch Raum und Zeit mich zu bewegen. Plötzlich kommt jemand und gibt mir einen Kopfschutz. Er zieht ihn mir rüber über das Gesicht, damit ich das, was gleich passiert, nicht sehe. Aber ich mache weiter mit dem Auflösen der Realität. Plötzlich fange ich an zu schweben und werde eins mit dem Raum. Das Gefühl war, du tauchst nach oben, du wirst nichts, ich habe nur noch wie so eine weiße Kapuze gesehen, so einen weißen Stoff vor mir und ich habe nur gewusst, ich spüre immer meinen Körper nicht mehr, ich werde der Raum und löse mich in mich selbst auf und gehe so nach hinten und werde irgendwie eins. Ja, und das Portal war vor mir und irgendwie bin ich dann auch in dieses Portal hineingekommen. Plötzlich fange ich an zu schweben, werde eins mit dem Raum. Ich wechsle jetzt bewusst im Wachzustand von einer physischen Realität in eine andere. Plötzlich höre ich einen lauten Knall, ein Piepsen in mein Ohr, sehr viele Lichter und ich bin plötzlich im Bett. Aber ich war dann komplett physisch wach, also so wie jetzt gerade, genau so, war ich wach und ich war physisch in einem Bett. Ja. Und jetzt kommt das Verrückte an der ganzen Story. Neben mir sind meine Geschwister und sie liegen rum und schlafen. Ich bin jedoch älter als sie.
Ich versuche aufzustehen, es klappt nicht so. Ich fühle mich wie Hulk in einem Menschen. Ich weiß, ich habe nun ein Bewusstsein aus der Zukunft. Ich schaue mir meine Hand an. Ich weiß, dass ich nicht dieser Körper bin. Ich habe diesen Körper erschaffen, ich habe ihn manifestiert, ich habe ihn materialisiert. Ich wecke meinen Zwillingsbruder auf, dann werden alle munter und sind schockiert, was mit mir passiert ist. Mein Bruder stellt sich vor mich, ich packe ihn am Arm und frage, welches Jahr haben wir? Er sagt 2003. Ich sage, ich habe es geschafft, die Amnesie eines Zeitsprungs zu überwinden. Ich erinnere mich nun an alles davor. Ich komme als Marco aus einer anderen Parallelrealität. Alle setzen sich hin, sind sprachlos und können das nicht fassen. Ich setze mich selber hin, mache dann dasselbe, weil ich eben den Gerät und habe gesagt, ich gehöre hier nicht hin, das ist die falsche Realität, und habe mich dorthin gesetzt und habe genau dasselbe gemacht wie vorhin und mache dasselbe und wache als Marco in der Gegenwart auf. Das heißt, ich bin dann dort am Bett gewesen und das Verrückte war, ich habe ja geschlafen, das heißt, ich bin im Liegen gewesen und bin sozusagen ganz normal eingeschlafen, ja, also als ich normal eingeschlafen bin. Und jetzt kommt das Verrückte, und wache dann als Marco in der Gegenwart auf. Ich fühle mich vom Bewusstsein nicht anders als der hier gerade einen Zeitsprung gemacht hat. Und das Verrückte war, ich bin dann in der richtigen physischen Welt aufgewacht, jedoch im Schneidersitz. Also genauso wie ich dort am Bett gesessen bin, bin ich dann im echten Bett, also wo ich wirklich gelegen bin und geschlafen habe, aufgewacht im Sitzen. Und das war sehr, sehr strange, weil du weißt, hast dich hingelegt, bist eingeschlafen, hast das erlebt und plötzlich bist du im Sitzen, weil du in derselben Position gerade in einer anderen Realität sozusagen zurückgekommen bist. Und ich weiß noch, ich habe dann eine Sprachnachricht gemacht, die dauert über 45 Minuten, weil ich konnte mich erinnern an die Zukunft, weil ich das Bewusstsein, welches ich dort hatte, das war so 1, 2 Stunden noch da. Ich hatte Erinnerungen an das Leben, an die Zukunft, an das Leben außerhalb des physischen Konstruktes, an die Realität jenseits vom Jenseits. Und als ich dort war und wieder zurückgekommen bin, das war so heftig, aber das würde den Rahmen dieses Videos bei weitem sprengen, diese Nachricht. Und deswegen, ich weiß noch, ich habe noch stundenlang Piepsen im Ohr gehabt in der physischen Realität. Das war auf jeden Fall für mich eine sehr, 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 sehr heftige Erfahrung, weil es halt alles hyperreal war, sogar realer als die physische Realität, und dann dieses Zeitsprung und dieses Wechseln und dieses, du bist in einer anderen Parallelrealität und die anderen sind geschockt und du denkst dir nur, das ist ja physisch, du denkst dir nur noch, Alter, sorry, ich bin gerade wirklich physisch gerade in einer anderen Welt gelandet. Das ist, und dann bringst du dich zurück und dann bist du in dieser Realität, aber du bist im Sitzen, und das war echt wow. Das hat schon ein bisschen mein Weltbild wieder angefangen zu rütteln. Ne? Aber es ist ja so, dass jede Realität ist wie so eine Straße mit verschiedenen Abzweigungen. Durch deine Entscheidungen triffst du diese Entscheidung. Aber das kosmische Bewusstsein erlebt jeden Weg und alle Wege sind fertig und existieren bereits. Und du kannst mit deinem Bewusstsein, wenn du geübt bist, zwischen diesen Realitäten wechseln. Ja. So viel dazu. Ne? Das war diese Erfahrung. Wenn du weitere solche Erfahrungen von mir haben möchtest, mein Traumtagebuch ist voll. Ich habe viele davon. Da sind die anderen. Ich kann gern mehrere solche Berichte machen. Ich habe es einfach vorher nicht hochgeladen, weil ich mir einfach dachte, das ist zu heftig für die Menschheit. Aber mittlerweile ist es mir auch egal. Also wenn du willst, dass ich mehr solche Erfahrungen mache, bitte schreib mir jetzt einen Kommentar, dass ich mehr solche Videos mache. Wenn genug Kommentare sind, werde ich mehr solcher heftigen Erfahrungsberichte produzieren und freue mich, dich dann im nächsten Video wiederzusehen. Also bis dann. Tschüss.